Hallo, der Jerry hier. Ich bin einer der Mitgründer von Nala und ich würde heute gerne zu einem Thema sprechen, wo wir ganz häufig gefragt werden und um Hilfe gebeten werden. Und das ist der ganze Bereich der finanziellen Auswirkungen von Neurodermitis. Weil die ganzen Cremes, die ganzen zusätzlichen Dinge wie Stoffhandschuhe und so weiter, die kosten natürlich Geld. Und die Frage ist immer so ein bisschen, was kann ich zurückerstattet bekommen? Wie bekomme ich es zurückerstattet? Welche Kosten muss ich selber tragen? Und da wollten wir mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und hoffen, dass wir es mit dem Video schaffen. Ich würde gerne mal differenzieren. Das ist einmal der Punkt Basistherapie, also wirklich fettende Cremes, Salben und so weiter, also für die wirkliche Basistherapie. Und einmal verschreibungspflichtige Medikamente, also dann die ganzen, sag ich mal, stärkeren Geschichten wie Cortison, wie Biologika, Immunsuppressiva und so weiter. Da würde ich gerne mal differenzieren. Ich fange mal mit der Basistherapie an. Die Basistherapie ist natürlich immer landesabhängig, aber beispielsweise jetzt in Deutschland, da wird die Basistherapie übernommen, wenn man selber, also wenn der Patient, der Betroffene 12 Jahre ist oder jünger, dann wird die Basistherapie übernommen, die Kosten dafür. Wenn man älter ist als 12 Jahre, wird sie nicht mehr übernommen. Da gibt es immer wieder sag ich mal, Forderungen dazu, dass es auch wenn man älter ist als 12 übernommen wird, weil natürlich auch viele, die älter als 12 sind, Neurodermitis haben. Ich gehöre dazu. Und deswegen so ein bisschen die Frage, warum ist diese 12-jährige Grenze da? Aber es ist nun mal aktuell so, wenn ich 12 Jahre bin oder jünger, wird es übernommen. Wenn ich 13 Jahre bin oder älter, werden die Kosten für die Basistherapie nicht übernommen. Das ist das Beispiel Deutschland. Schweiz und Österreich ist natürlich dann ein bisschen anders. Das ist der Punkt zur Basistherapie. Dann gibt es natürlich, sag ich mal, noch alles ein bisschen drumherum, was jetzt nicht irgendwie aus weder Basistherapie ist noch verschreibungspflichtige Medikamente. Da gibt es dann, wie gesagt, die Stoffhandschuhe, vielleicht muss man sich irgendwie einbandagieren, weil es zu stark juckt. Gewisse Encasings für die Matratzen gegen gewisse Milben. Da gibt es auch im anderen Video ein bisschen mehr Infos. Gewisse Klamotten, Spezial, sag ich mal, Unterwäsche, also es gibt da verschiedene Dinge. Ich rate immer dazu, das mit der Krankenkasse abzuklären. Ich mache es mal als Beispiel Schweiz. Da ist zum Beispiel so, wenn man kann einen Kostenübernahmegesuch bei der Krankenkasse stellen, würde ich auch dazu raten. Und die sind da häufig sehr kulant und sagen, okay, das hilft, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, das würden wir gerne übernehmen. Da hilft es meistens, wenn man gewisse Studien mit anhängt bei diesem Gesuch. Muss meistens der Arzt abschicken, aber auch der Arzt kann da Studien anhängen, um zu zeigen, hey, das funktioniert wirklich, da gibt es wissenschaftliche Studien, liebe Krankenkasse, bitte übernehmt das doch. Wie gesagt, Deutschland und Österreich ist ein bisschen anders, aber auch da sollte man es auf jeden Fall versuchen. Bei dem ganzen Thema verschreibungspflichtige Medikamente ist es so, also ich mache jetzt mal ein paar Beispiele, was es da so gibt. Die Balneophototherapie, Solubeda, Photo/Lichttherapie, Dupilumab, das sind eben diese Spritzen, wo dann quasi das gesamte Immunsystem heruntergefahren wird, sogenannte Immunsuppressiva, Cortison und so weiter. Und diese verschreibungspflichtigen Medikamente, die werden in der Regel übernommen und da muss man sich weniger Sorgen machen. Aber gerade, das weiß ich selber auch aus eigener Betroffenheit auch, gerade diese ganzen, sag ich mal, nicht verschreibungspflichtigen Sachen als Basistherapie und auch diese ganzen Dinge drumherum, auch die kosten natürlich enorm viel Geld. Und da, wie gesagt, den Tipp, wenn der Betroffene 12 Jahre oder jünger ist, wird Basistherapie ohnehin übernommen. Ansonsten immer versuchen über einen Kostenübernahmegesuch bei der Krankenkasse, am besten durch den behandelnden Arzt, Dermatologen, Allergologen, Kinderarzt, Hausarzt und am besten auch Studien mit anhängen, die beweisen, dass das, was man da eben übernommen haben möchte, auch tatsächlich wirkt. So, das so ein bisschen zu den finanziellen Auswirkungen, was man da tun kann, wie man das managen kann. Ich hoffe, da ein bisschen ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht zu haben. Genau, ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.